Hallo! Wir haben ja jetzt unsere Finnland-Reise hinter uns und haben uns gedacht, wir machen mal so ein kleines Video mit so ein paar Tipps oder Anmerkungen, die uns halt so aufgefallen sind. Und ich würde sagen, wir starten am besten direkt erstmal mit unseren Rucksäcken. Da haben wir nämlich relativ schnell festgestellt, was es für einen krassen Unterschied macht, ob man ein gutes Modell oder ein beschissenes Modell hat. Mein Rucksack war richtig geil. Der ist stabil, der hat überall Stäbe drin, also richtig robust. Man merkt es, wenn man es vorne zumacht, merkt man es überhaupt nicht auf dem Rücken so dolle. Und ich habe da teilweise 20 Kilo drin gehabt. Das war voll okay. Ja, und Verhältnis dazu. Daniel hatte diesen kleinen Rucksack. Den hatten wir da meistens auch nur so mit der Hälfte an Gewicht. Man sieht schon, der ist einfach Gummi. Da hält halt gar nichts. Also hier die Dinger sind halt... Mehr Deko eigentlich schon fast. Ja, mehr Deko. Es ist ganz dünn. Es ist zwar leicht, aber es nützt halt nichts, dass er keine Stabilität hat. Man hat den übelst im Rücken gemerkt. Also da sollte man schon darauf achten, dass wenn man so eine richtig lange Wanderung mit sehr viel Gepäck macht, dass man da vielleicht nicht gerade den günstigsten Rucksack nimmt, weil dieses Modell hat 15 € gekostet. Der hat halt auch je nach Füllmenge war der von Anfang an schon irgendwie durchgebogen. Irgendwie. Entweder hing der nach vorne so ein bisschen. Auf jeden Fall hatte der halt, je nachdem wie man den gepackt hat, schon die Form verloren. Ich habe immer übelst die Rücken- und Schulterschmerzen bekommen irgendwann. Deshalb hatten wir an dem einen Tag auch irgendwann mal getauscht. Einfach mal zum Testen. Der rote ist zwar, trotz dass der immer viel mehr Gewicht drin hatte, war der einfach viel angenehmer zu tragen. Ansonsten ist uns aufgefallen, als wir eine Kanutour gemacht haben und dachten, wir paddeln halt so durchs Wasser. Was ja dann, wie im Video auch deutlich gezeigt wurde, nicht ganz so der Fall war. Wir mussten sehr viel dadurch das Wasser laufen. Und da war wirklich der Lebensretter, dass wir Wasserschuhe dabei hatten. Caro zieht es schon um. Ich ziehe mir jetzt auch die Wasserschuhe an. Das wäre richtig ätzend gewesen. Weil entweder hätten wir die Wahl gehabt, die Wanderschuhe nass zu haben und dann, keine Ahnung, 2 Tage die überm Feuer zu haben, bis wir dann wirklich wandern konnten. Oder wir hätten irgendwie übers Land gehen müssen und das Kanu dann hinterherziehen. Da war aber ja auch Wildnis. Also es war ja echt total die Scheiße. Ja. Also wer vorhat, in Finnland eine Kanutour zu machen, besser mal Wasserschuhe einpacken. Und barfuß hättest du dir ja alles kaputt gemacht an den Füßen. Ja, fängt wieder an zu regnen hier. Super, mit dem Regen kennen wir uns ja schon aus. In Finnland hat es ja auch geregnet. Aber apropos Regen, Regenjacke. An einer Stelle, wo wir im Wasser waren, hatte ich mein Regencape auf und das war total scheiße. Das hing nämlich dann schon im Wasser. Ich konnte meine Füße nicht sehen, ich kam also nicht sicher vorwärts. Ich hatte selber aber keine Regenjacke dabei. Habe da festgestellt, es wäre schon vielleicht nicht verkehrt gewesen, eine Regenjacke auch dabei zu haben. Aber das war dann halt scheiße. Es hat dann von oben geregnet und ich konnte keine Regensachen anziehen, weil ich dann nichts gesehen habe auf dem Boden und dann war ich halt noch mehr nass. Generell sind die Capes schon auch praktisch, auch so beim Paddeln, weil du dir die mit über die Beine machen kannst. Also du bist wirklich halt gar nicht nass. Außer man kauft so ein billiges wie ich, dann hält das halt gar nicht. Also würdest du sagen, grundsätzlich lieber Regenjacke statt Regencape oder situationsabhängig? Situationsabhängig. Also generell beim Paddeln finde ich es geil, weil du halt dann sitzt mit dem Cape. Aber sonst so praktischer ist schon die Regenjacke einfach für die Bewegungsfreiheit. Ich habe es ja auch dann mit dem Rucksack, man hat es einmal gesehen, dass ich dieses Ding total zerknubbelt immer unter diesem Rucksack hatte. Ja, komfortabel ist halt anders. Für die Kanutour wäre auf jeden Fall auch sinnvoll, einen Dryback mitzunehmen. Wir haben es bei einer Kanutour tatsächlich schon mal geschafft, das Boot umzudrehen. Wäre besser gewesen, da mehr davon dabei gehabt zu haben. Ja, grundsätzlich aber immer eigentlich das Beste einfach nicht kentern. Ach, wirklich? Ja. Nächstes Thema ist das Thema Seife. Da haben wir darauf geachtet, dass wir eine pH-neutrale Seife benutzt haben und auch nie direkt im Gewässer. Aber ich habe gelesen, dass es eigentlich egal ist, was für eine Seife du nimmst. Selbst wenn du die natürliche Seife hast, dass du trotzdem das am besten nicht direkt am Gewässer machst, sondern irgendwie, was war das, 10 Meter weit weg oder sowas wenigstens. Ja, ja. Damit das dann trotzdem durch den Boden erstmal gefiltert werden kann, bevor es irgendwie ins Wasser geht oder sowas. Ja, deshalb haben wir das so gemacht. Haben wir uns auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Es ist wichtig, dass man Wanderschuhe hat, die über die Knöchel gehen. War schon holprig, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, also dann vielleicht auch noch Wanderschuhe, die über die Knöchel gehen.
ist schon sehr holpriges Gelände und da braucht man schon gutes Schuhwerk, um eine gute Stabilität auch zu haben. Gibt es irgendwas, was wir dabei hatten, was total dumm und unnötig war? Ja, mit dem Essen. Mit dem Essen Essen habe war ich mich generell noch ein zu Punkt, sehr, ja. genau, da habe ich mich zu sehr darauf verlassen, dass wir Blaubeeren pflücken können. Was leider ja dann nicht der Fall war. Es ist einfach alles Blaubeer. Alles. Aber die sind leider noch nicht reif. Wir haben uns sehr spartanisch eingedeckt am Anfang. Also eigentlich nur so die Grundnahrungsmittel wie Reis und Nudeln und Haferbrei, Schleim, sowas in die Richtung. Ja. Und haben eigentlich wenig geile Sachen mitgenommen. Ich habe halt wirklich darauf gesetzt, dass wir genug Energie haben, also sprich viele Kohlenhydrate, aber das ist halt nicht alles. Man braucht auch definitiv Vitamine und es ist auch nicht verkehrt, mal was zu schmecken, was nicht die ganze Zeit nur trocken ist. Ich habe am Anfang auch gedacht, ja, braucht man alles nicht und ich will nur das Nötigste mitnehmen, aber wir hatten halt irgendwie 2 so getrocknete Salami mit, die haben wir in den ersten 2 Tagen oder so aufgebraucht. Ja, die war schnell Aber weg. die waren eigentlich voll der Gamechanger, weil dadurch hattest du hattest einen Snack für zwischendurch, wir haben dann mit Bratkartoffeln gemacht, das war ultra lecker. Und wie die weg waren, hatten wir eigentlich nur noch Mist. Trocken. Man hat dann schon sehr gemerkt, sieht man auch in meinem Statement im letzten unserer Videos, dass man das körperlich nicht gut verkraftet hat, gar keine Vitamine zu haben. War nicht so geil. Also ich glaube, beim nächsten Mal wäre einfach sinnvoll, sich Vitamintabletten oder sowas mitzunehmen. Ja. Weil die nehmen nicht viel Platz weg und trotzdem hast du dann wenigstens Vitamine, weil wenn man so viel läuft, oder Magnesium oder so, also nächstes Mal wird der Speiseplan auf jeden Fall anders aussehen. Wir haben irgendwie, als wir wieder zurück in der Zivilisation waren, gesehen, in den Supermärkten gibt es überall so Wanderhüte mit so einem, sieht aus wie so ein Imkerhut, mit so Netzen vor, gegen die Mücken und das wäre echt geil gewesen, weil die sind so oft ins Gesicht geflogen. Hast du dich ja auch oft genug in den Videos drüber beschwert. Und ich glaube, also allein schon, dass sie nicht die ganze Zeit in deinen Ohren rumsummen und so wäre es schon angenehm gewesen, so ein Helm sag ich schon, so einen Hut aufgehabt zu haben. Auch bei den Mücken, wir hatten zwar auch so ein Spray mit, was die scheinbar angeblich nicht mögen oder sowas, hat einfach gar nichts gebracht. Also ich habe mich damit, wir haben uns am Anfang beide damit eingesprüht, dann hast du gesagt, das bringt nichts. Stinkt halt des Todes und es bringt halt überhaupt nichts. Also die Mückensprays konntest du vergessen, selbst diese Chemiekeule, die anderen beiden ja mit hatten. Das war Duft. Nee, das war krass. Also es hat funktioniert, aber dann musstest du dich halt auch direkt daneben stellen und es hat auch gestunken. Das hat auch gerochen. Und das ist halt Chemiekohl, ne? Das war irgendwie so ein Gerät, das hat wohl einfach aber alle Insekten quasi gekillt in einem kleinen Umkreis. Und irgendwie war das da wohl erlaubt oder so, aber keine Ahnung. Ich glaube, es war eine Grauzone. Ja, aber das Ding war krass, weil wenn du da gesessen hast am Tisch am See, da hattest du deine Ruhe mit dem Ding am Tisch. Also das fand ich echt, und das war schon gut. Ja. Die Frage, ob man sowas benutzen möchte. Das wäre es dann eigentlich auch schon gewesen, würde ich sagen. Okay. Ja, wir sind fertig. Ne? Das Video ist jetzt zu Ende.